Hallo Hamsterfans, herzlich willkommen zu einem neuen Video. Ich bin Julia und wir reden heute darüber, welches Einstreu für euren Hamster am besten ist und was die Vor- und Nachteile der einzelnen Einstreuarten sind. Zunächst mal haben wir ganz klassisch das Holzeinstreu. Ich glaube, das kriegt man fast in jedem Handel für Tierbedarf, aber man kriegt es auch in Drogerieketten und manchmal auch im Supermarkt. Die Vorteile vom Holzeinstreu sind einfach, dass es natürlich aussieht und dass es einen sehr schönen Geruch hat. Also zumindest für mich riecht es sehr angenehm. Es ist auch gut, um so ein bisschen das Terrarium oder das Gehege geruchsfrei zu halten. Es saugt sehr gut den Urin vom Hamster auf. Es ist auch relativ günstig. Ihr könnt es oft für wenige Euro kaufen und da könnt ihr auch schon oft relativ viel dafür bekommen. Die Nachteile, die ich so für mich speziell gemerkt habe, dass es sehr staubig ist. Nicht, wenn es dann mal im Terrarium drin ist, aber wenn man es halt reintut, also gerade wenn man zum Beispiel einen neuen Hamster bekommt und man füllt alles auf, dann habe ich wirklich 1, 2 Tage lang Probleme mit der Atmung und muss oft niesen, weil es eben sehr lange in unserer Wohnung staubt. Und es ist auch nicht so ganz so komfortabel für Hamster. Es ist nicht so weich. Hamster können zwar gut Gänge darin graben, also ich bin immer wieder überrascht, wenn ich sehe, wie Hamster, wie zum Beispiel jetzt Jasmin, ganze Tunnelsysteme in diesem Holzeinstreu graben. Es ist anscheinend gut stabil und die Hamster können sich da austoben, aber es ist eben nicht so komfortabel und nicht so weich. Jetzt haben wir Baumwolleinstreu. Dann nutze ich eben nur das Dunkle. Es gibt ja auch diese großen, festen, weißen Baumwollfasern, aber die eben die Gefahr birgen, dass der Hamster sich darin verheddert und verknotet. Das ist so ein bisschen wie bei Hamsterwatte, da ist es ja ähnlich. Aber diese kleine Baumwolle, die eben aus ganz, ganz kleinen winzigen Kügelchen besteht, die ist ganz gut, die ist weich. Sie hat auch eine sehr gute Saugfähigkeit und es staubt halt weit weniger als das Holzeinstreu. Es kann aber beim Hamster Allergien auslösen. Also es gibt tatsächlich mehr Hamster, die allergisch auf dieses Baumwolleinstreu reagieren, als auf das Holzeinstreu. Es gibt Kokosfasereinstreu. Das kommt eben dem natürlichen Boden oder der natürlichen Umwelt, in der die Hamster so leben, am nächsten, also neben Sand. Sand ist ja für viele Goldhamster auch sehr wichtig. Und das Kokosfasereinstreu ist vor allem stabil beim Tunnelgraben. Also da ist es wirklich so, dass die Hamster sehr gut graben und sich da auch sehr reinwühlen. Es ist aber auch so, dass wenn es ganz, ganz trocken ist, staubt es zwar nicht so stark, aber die Tunnel fallen wieder zusammen. Das ist jetzt nicht so dramatisch, wenn der Hamster mal einen Tunnel hat und über ihm stürzt es zusammen. Das ist nicht, dass er da erstickt, sondern er hat dann unten immer noch sein Nest und kann dann da einen Tag schlafen und kommt mit wenig Energie aus und danach wühlt er sich einfach wieder nach oben. Aber manchmal ist es dann ganz gut, dass man so ein bisschen wenigstens ganz leicht ab und an mit Wasser bespritzt, vor allem wenn man eben noch eine Bodenpolizei hat, die das Ganze kontrollieren soll und die ja auch irgendwie Flüssigkeit braucht. Es ist auch relativ teuer, vor allem wenn man eben nicht diese Ziegel kauft, also die Kokoserde, sondern wirklich dieses Einstreu, das schon fertig aufbereitet ist. Da zahlt man ja wirklich sehr, sehr viel im Vergleich zu so einem Sack mit der gleichen Menge an Holzeinstreu. Kokoserde, das ist im Prinzip fast das gleiche wie das Kokosfaserstreu, aber es wird halt anders zusammengemengt und das ist auch eine natürliche Alternative. Es ist biologisch abbaubar und ihr könnt eben dort auch die Bodenpolizei halten und ihr könnt da eben auch Pflanzen ansäen. Ihr müsst aber darauf achten, dass es nicht so stark feucht wird. Also ihr braucht dann, wenn ihr Pflanzen pflanzt, auch Blähton und Dinge, die Feuchtigkeit aufnehmen, denn die Kokoserde selbst kann Feuchtigkeit nicht gut aufnehmen. Und wenn sie zu feucht ist, müsst ihr sie auch wechseln. Dann wachsen eben Pilze oder es kann sich auch Schimmel bilden. Sand ist natürlich essentiell für die Fellpflege. Am besten habt ihr so einen kleinen abgetrennten Bereich, der wirklich ein komplettes Sandbad ist. Jetzt im Winter ist es vielleicht nicht ganz so ideal für manche Hamster, weil Sand halt sehr stark kühlt. Da könnt ihr auch den Bereich ein bisschen kleiner halten. Aber normalerweise ist es wirklich eine gute Möglichkeit, einen großen Sandbereich zu haben. Gerade bei Goldhamstern, die fühlen sich oft sehr wohl im Sand. Buddeln können die da allerdings nicht wirklich, also zumindest nicht mit dem Chinchilla-Sand, den ich empfehlen würde und den man so auch im Geschäft kaufen kann. Es bietet jetzt auch keinen Komfort zum Schlafen oder keine Polsterung. Es ist einfach nur eine Möglichkeit, sich zu putzen. Also es ist halt eben ein Bad. Und es gibt aber auch einige Hamster, die tatsächlich Atemprobleme bekommen, wenn es zu stark staubt. Also da muss man dann darauf achten,
wenn man natürlich merkt, dass der Hamster da an der Nase irgendwie verstopft ist oder selten das Sandbad benutzt, dann ist es schwierig mit seiner Atmung und da kann man auch mal ein bisschen drauf achten. So, es ist natürlich auch immer sehr individuell abhängig von den Bedürfnissen eures Hamsters, welches Einstreu ihr wählt. Ihr könnt verschiedene Einstreuvarianten anbieten, so wie wir es bei Jasmin gemacht haben. Ihr könnt aber auch sagen, okay, ihr habt jetzt eher die Präferenz zum Kokosfasereinstreu oder euer Hamster mag das am liebsten und dann schaut ihr halt einfach, was gut läuft. Ich habe damals mit Holzeinstreu angefangen, weil es halt eben einfach überall zu bekommen ist und es damals auch Online-Bestellungen, wie es heute gibt, nicht gab. Und deswegen war Holzeinstreu lange Zeit mein ideales Einstreu, bis ich dann mich irgendwann informiert habe, dass es eben auch andere Möglichkeiten gibt. Und jetzt schaue ich halt immer, welcher Hamster zieht bei mir ein und was möchte ich machen. Möchte ich Pflanzen anpflanzen oder nicht? Möchte ich dem Hamster die Möglichkeit geben, dieses oder jenes zu tun? Bei Jasmin hatten wir ja auch von der Pflegestelle Rückmeldungen bekommen, welches Einstreu sie besonders mag. Und wir wollten eben auch da keine bioaktive Haltung machen, weil wir ein sehr großes Terrarium haben mit einer sehr hohen Einstreutiefe. Und wenn sich da eben Schimmel gebildet hätte oder irgendwas, das wäre schwierig gewesen. Und es wäre auch schwierig gewesen, die Feuchtigkeit da zu kontrollieren. Aber bei Tweety sind wir immer noch sehr froh. Der Bodenpolizei geht's gut. Die Pflanzen sind in Pflanztöpfen und Tweety ist auch immer noch jemand, der gerne in den Pflanzen rumhüpft. Und so ist es für alle die beste Lösung, dass wir da Kokoserde genommen haben. So, das war es auch heute zu dem Video. Schreibt mir doch einfach mal in den Kommentaren, welches Einstreu ihr verwendet und auch welche Hamsterart ihr habt. Schreibt mir einfach, was euer Hamster am liebsten mag und gebt dem Video gerne einen Daumen nach oben und ich würde mich über ein Abo sehr freuen und dann macht's gut, bis zum nächsten Mal. Tschüss!